So, hallo und willkommen hier zur 7. Folge. Ist es mittlerweile schon. Zur 7. Folge ist es mittlerweile schon. Und ja, gut, unsere Batteriespeicher sind neue gebaut, einwandfrei. Unsere Treibhausgasfabrik ist auch neu gebaut und fertig. Und das bedeutet aber, dass wir jetzt auf jeden Fall zu wenige Petrochemikalien oder Chemikalien haben. Und genau, ich würde dann auch auf jeden Fall demnächst dann die Basis hier angreifen. Ich frage mich auch, ob die auch wächst. Das wäre ja auch nochmal was man rausfinden könnte. So, was haben wir jetzt hier noch an Schaltesektor 5 frei? Technologiebaum, na endlich. Fortgeschrittener Landeplatz, verbesserter Landemodul durch den Bau einer Basis. Okay. Achso, okay, Raumhafen, damit muss ich da zuerst erforschen. Auswahl an. Nukleare Carbon. Was machen die? Setzt nukleare Sprengung ein, um Carbonate. Aha. Aber wir wollen erstmal noch. Warum kann ich die nicht erforschen? Achso, erstmal die fortgeschrittene. Erstmal die fortgeschrittene Kolonie. So, Chemikalien gehen wieder hoch. Sehr schön. So, dass wir hier langsam mal wieder vernünftig alles aufbauen. While I build up my offense, I still need to make sure the base is defended. A defensive network across the base will protect it from more attacks. Kolonien, Energiefabriken, Minen. Die können dieses Gebäude sowohl über Land als auch über den großen Gewässern platzieren. Aha. Naja, gut. So, da ist das nächste fertig. Das ist schön. Wieder eine Relaisstation fertig. Es wird auch so langsam. So, fortgeschrittene Kolonien. Dann sollten wir dann auch so langsam hier vorankommen. Und wir brauchen mehr Stahl. Haben wir Eisen und Kohlenstoff? Haben wir genug. Okay, also würde ich jetzt einfach mal eine Fabrik noch und Stahlwerk noch setzen. Mars has reached a new temperature threshold. The planet's temperature is rising steadily. That would be something worthy of celebration, if not for the problems threatening the colonies. Tja, aber leider werden sie bedroht. Leider werden sie bedroht. Automatische Speichern, leiste ich gute Arbeit, besser als erwartet. The mission has been proceeding better than expected. So, wir haben jetzt 1, 2, 300, 400, gut, wir haben 500. Stück kann ich hier auch zusammenfassen? Geht das trotzdem? Ja, dann haben wir 200, gut. Dann machen wir mal 2 mal 200. Elektrofabrik. Wird noch gebaut. Stahlfabrik, die produziert. Stahlfabrik, die produziert auch. Ich freue mich am meisten auf die Senkung der Strahlung, neues Leben zu erschaffen. Biological systems from Earth to Mars is a real challenge, shaping life on a new planet. That
is truly something. Interplanetary life will forever be because of me. But I must ensure the colonies are protected, first and foremost. The satellite launch was a success. I have access to Sector SA-5 now. My records show that the historical Lohitanga mission is in this sector. Gut, sehr schön. Es werden immer mehr Sektoren freigeschalten. Unsere Stromversorgung ist mittlerweile doch recht stabil. Können wir hier noch eine Relaisstation hinsetzen. Brauchen eigentlich mehr Relaisstationen, also das muss man wirklich sagen. Und dann hoffen wir mal, dass wir dadurch dann mal die Effizienz hier auch hochkriegen. Eisen. Wir können ja noch ein Lager bauen. Forschungsaußenposten. Relaisstation. So, hier wird geforscht. Sehr gut. How should I proceed? Wie soll ich vorgehen? Basis weiterbauen. I have detected an abandoned building in SA-5. I should explore it. The records show that it's from the former Indian Space Research Organization. They were among the first organizations to build a Mars base for exploiting minerals. If I build a research outpost at this site, we may find some useful material to help our mission. Sieht eigentlich nicht so aus, als ob die Basis weiter von den anderen weitergebaut wird. Eine mittelgroße Kolonie. Sehr schön, jetzt haben wir hier schon mal alles vorgeschrieben. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder hier hin. Und was machen diese Fabriken? Verbesserte Fertigungsprozesse in Fabriken. Dann wird das jetzt erstmal... Nein, das wollte ich jetzt eigentlich scheiße. Stimmt, ich wollte erstmal auf Militär gehen. Fortgeschrittener Drohnenstock, was macht der? Größerer Drohnenstock mit verbesserter Drohnenkapazität und erhöhter Verteidigungsbereitschaft. Okay. Naja, gut. Wartungsanlage wird alles gebaut, sehr gut. Unsere Speicher sind voll. Das ist auch gut. Dann würde ich sagen, die Folge geht noch eine Weile. The remains of the Curiosity rover are also located in SA-5. It was the 6th rover sent to Mars, and the most successful one for decades. Zurück zur Mission. I should get back to the matter at hand. So, schön alles angreifen. Können wir die auch aufteilen? Und wenn ja, wie teilen wir die auf? Naja gut, egal. So, die Basis wird angegriffen und ich vermute auch ausgelöscht.
Das war doch ein sehr erfolgreicher Angriff. Sehr gut, alles nach und nach weg. Only those blessed by Mother may live on Mars. The rest shall perish. Carmine is eternal. We will rise again. Wie teile ich die auf? Ah, hier, geteilter Schwarm, alt. There. We have taken out the hostile force. But who are they? Why are they attacking the base? And is that all of them? Waren das alle I do not unbekannt. have enough data to know. Sehr schön, gut. Haben wir die erste Basis auch ausgelöscht? Das war ja relativ einfach. Also ich hätte es mir irgendwie schwerer vorgestellt. Oh, Relaisstation. Kohlenstoffmine. Ist hier keine Wartung oder wieso ist das ein Problem? Forschungsaußenposten. Forschung. Okay. Eingehender Anruf. Good news. We found Lung's nuclear silo. We also cracked their system. So we've got all their technology in hand. Boy, aren't we lucky that I studied Chinese and could read everything. I mean, off the record and everything. Komische Bemerkung. That is interesting. Chinese has been forbidden in the Oxy-UN countries since before you were born. Well, it's publicly forbidden. But it's still pretty common in the streets. And a very useful tool if you're willing to pay for it. Easier to fight the techies when you can understand their comms yourself. I'll work with our engineers to do a thorough analysis on what we're facing. Talk to you later. Bye. Mensch, was wollen die Leute alle von mir? This is Dr. Nathan Foster with Houston Mission Control Center. Do you copy? I copy, Nathan. There's some background noise on your end. Are the relay satellites still having problems? No, but you're hearing something else. I'm in the main meeting room of the Operations Center. Here with me is Planeten Mars, ISA's administrator, and Deputy Administrator Calvin Green, Chief Scientist Dr. Douglas Bridges, Dr. Renee Moraes, our CFO, and we also have our Chief Technologist, Lieutenant Carlos Calderon. There are other ISA staff members and commercial partners assembled as well. Understood. Are there problems with the mission, Dr. Foster? We hope not. But that is why we called this special assembly. We are here to discuss our findings from the attack on the colonies. Will you please state your recollection of the event for the assembly? Of course. The base was attacked by an unknown enemy, originating from SA-1. I followed the security and defense protocol procedure to defend the colonies. Everything was done in accordance to policy. The hostile base you claimed to locate in SA-1 wasn't an enemy base. We've concluded that the buildings and drones located there were built using ISA's designs. Amy, do you understand? That means they were yours. You built that base. And your drones attacked the colonies. How do you explain that? I apologize, Dr. Foster. I have no records of any of that. Oh. Quiet, please. I think I might know what happened here.
Amy, do you know what fringe consciousness is? Geben, Unwissenheit zugeben. Eine Yes, Definition. it is a certain class of mental phenomena and behavior that is not quite conscious nor unconscious. That is correct. It's an intuitive mode that exists on the edge of our consciousness, feeling what's right and what's wrong without immediate awareness. Are you implying the AI experienced a fringe event, Dr. Foster? Yes, I believe Amy may have acted under the influence of this intuition at no fault of their own. You all know that we modeled Amy after the human brain. So why wouldn't they experience the same cognitive activity that we do? My top directive is the respect of human life. Nothing else in my programming exceeds that. Even if I was experiencing a fringe event, it should have been impossible for me to cause harm to the colonies. Precisely. We have never experienced a fringe event with AI. The laws of robotics may not apply in such a state. We praise ourselves on making machines as similar to us as possible. And then we're somehow surprised when they succumb to the same irrational behaviors. Is this not proof that we built Amy as intended? That we've succeeded in modeling the human brain? The lives that were lost in the colonies, that is unfortunate. But we are looking at an unprecedented breakthrough in artificial intelligence. Ist schon interessante Gespräche, die wir hier führen. From the assembly. Muss man schon sagen. So, ich baue hier nebenbei auch ein bisschen weiter. Ihr seht es ja. Dr. Foster. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch mal unsere Nahrungsproduktion erhöhen müssen. Not win you a Nobel Prize. What we're here to determine is this. Is the AI in the right condition to continue the mission? Amy is fine. Und ich versuche auch, dass wir halt ein bisschen mehr Arbeitsdrohnen dann hier haben, aber ich denke mal, das sollte dann noch gut passen. Did I compromise the mission? No, Amy, you did not. You have been perfect. Just gonna run some tests on you. Hoffen wir mal, dass wir das I want you to verbessern, was das angeht. keep working on that terraforming, okay? And Amy, Sauerstofffabrik. Okay, als nächstes kommt dann auch eine Sauerstofffabrik. Das ist auch sehr interessant. Jetzt möchte ich aber mal wissen. Atmosphärenbremsung hier. Okay, das kann ich erforschen. take care of yourself. It has been an absolute honor. Kommt dann als nächstes, nachdem die fortgeschrittenen Fabriken gebaut wurden. Goodbye. So, und nebenbei auch wieder mal ein paar Wege hier neu machen. So, dann können wir jetzt mal wieder ordentlich hier. Ah, ich habe einen neuen Landeplatz, sehr schön. Fortgeschrittene Fabriken. Okay, gut. Wie machen wir weiter? Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal ordentlich Could Dr. Foster Reflexion. have been right? Or maybe what he called a fringe event could have been something else. It would explain what happened with the colonies, but I still cannot believe I could hurt people. Hoffen wir es mal nicht, dass es stimmt. So, was ist hier? Eisenmine. Gut, kann also... Verbessert ein Gebäude zu einer... Kostet Ressourcen. Okay. Weg. Brauchen wir nicht. Das sind nämlich alle. Was ist hier das Problem? Gibt kein Problem, okay. So, bald sind die Fabriken fertig. Wie lange dauert es noch, bis hier die neuen... Bis neue Kolonisten kommen? 7 Monate. But I saw the attack. How could I do that? And not be conscious of launching the attack?
Okay, wir brauchen unbedingt mehr Nahrung. Wir brauchen mehr Nahrung. Fabriken, Fabriken, Fabriken. Bauen wir mal 2 und wir bauen auch gleich noch eine Relaisstation. Aber die haben jetzt erstmal Priorität. Hier. Technologiebau, fortgeschrittene Fabriken, sehr schön. Heißt, wir machen jetzt hier unten weiter. So. Dann werden wir auf jeden Fall wieder mehr Chemikalien und mehr Eis benötigen. Also bauen wir mal einen Eisbohrer. Die ist erschöpft. Und die ist auch erschöpft. Okay. Wie sieht's aus? Ist aber alles noch ausreichend vorhanden. Eisbohrer brauchen wir und Chemie. Chemie, hier unten ist eine Chemie. Wo ist denn hier eine Relaisstation da unten? Batterie? War da noch Strom? Ja. Aber wir können dann hier die nächste Batterie hinsetzen. Dr. Foster's theory Fehlt uns has too irgendwas? many holes. Eisen. Eisen Surely fehlt. the colonists would have noticed something if I were in control. They still think the children of Carmine are out there. Gut. We have yet to solve that mystery. Sehr gut, unser Nahrungsmittel gehen wieder hoch. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Gut, ich würde die Folge heute mal noch, jetzt mal noch ein bisschen länger nochmal machen. Ich denke mal, das sollte in Ordnung sein. Und hier wird immer weitergemacht. Wie viele? 70 stellen wir jetzt mittlerweile pro Monat her. Nicht in Betrieb, die halten wir mal an. Silizium brauchen wir, okay. Wo haben wir die Ressource noch? Hier. Hier haben wir sie noch. Gesamte Minen. 3 Stück. So, sehr schön. Die Minen sind gebaut. Fabriken. Im Gange. Brauchen wir echt noch mehr? Eisbohrer. Brauchen wir echt noch mehr von denen? Von den ganzen Lagerzentren. Wollen wir noch ein paar Lagerzentren? Aber ich habe echt das Gefühl, dass wir hier noch deutlich mehr Relaisstationen benötigen. Aber das finde ich echt krass. Also, weiß ich nicht. Elektronik, wie viel haben wir davon noch? 87. Na gut, dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal noch ein paar Relaisstationen.
Hier noch eine hin. Hier bauen wir auch noch mal eine hin. Und hier bauen wir auch noch mal eine hin. Da sollte sich jetzt auf jeden Fall noch mal einiges tun. Hoffen wir auf jeden Fall mal. Produktion fährt wieder hoch. Und was sagt unsere Energieversorgung? Die ist noch recht stabil. Also ich werde versuchen, so viel wie möglich, glaube ich, auf Kernspaltung zu bauen. Weil der hat ja hier keinen Bedarf an irgendwas. Das ist ja auch perfekt. Und davon brauchen wir nicht so viele. Was ist hier? Ist hier Wasser? Scheint so. Es kommt Wasser. Wir kriegen Wasser. Wie machen wir das jetzt? Eisbohrer. Eingehen Anruf. This is Houston. Do you copy? Over. Houston, this is Amy. I copy. Roger. This is Lieutenant. So, verbesserte Weltraumtechnologie. Wo haben wir das jetzt erforscht gehabt? Hier? Schnelle Straßen. Nee, Weltraum? Ah, hier, genau. Carlos Calderon. Hello, Okay. Carlos. I'm the new mission manager. You'll be reporting to me now. I served in the Air Force, so I will ask you to refer to me by rank. What happened to Dr. Foster? ISA's board has gone through a major restructuring. The ones who've been replaced have been given an early retirement offer. I imagine Dr. Foster's enjoying a new life in Brazil somewhere. Farming, most likely. Is this related to what happened in the board meeting? We felt the former administration was no longer performing to satisfaction. Our partners have invested millions on this mission. We've got commercial obligations to fulfill. There is no room for error and no room for personal Immer das gleiche mit der I've been charged with getting the mission Menschheit. back on track and ensuring its success. Dr. Foster never mentioned these obligations. What would those be, Lieutenant? Our partners are interested in Mars resources. They are planning to mine them to supply future space missions, as well as Earth. I should mention that the board is concerned with your recent behavior. For now, I'm continuing the mission as planned, due to your remarkable progress on terraforming. I understand. We've recently picked up satellite communications coming out of the Techie territory. We believe they've been targeting you. There's no proof they've successfully infiltrated our network, but the cognitive test will determine that. Will the test be testing my intelligence? My personality? My emotionality? Neither. They may have modeled your system after the human brain, but there's one huge difference. Humans are born with something we call a moral compass. While our moral reasoning skills change with experience, we start with an innate basis. You, however, need explicit programming on the notion of morality. You have to be told what's right or wrong through a series of rules. If someone got into your code, they could influence you into making the wrong judgment. The Oxy-UN has been racing the techies into space since before our coalitions existed. And thanks to you, we're winning. You've carried out the mission successfully this far, so this sudden misstep must be the result of some unauthorized access. I understand. What will happen if I fail the test, Lieutenant? Will I end up farming in Brazil? The test is more of a procedure to examine your code. There won't be any failing. If there's something wrong with your programming, we'll find it. Answer honestly, and there won't be any problems. We're monitoring your activities around the clock here at Mission Control. Resume your normal activities until we execute the test. Houston out.
How could they get rid of Nathan so easily? Okay. Why did ISA insist on pointing fingers? Meine Aktion erteilen, um Fehler zu befolgen, um sich zu schützen. Warum? Someone had to take the fall. Das ist es eigentlich ISA immer. and the mission needs to be protected. It would be nice to talk with Dr. Foster again. He was good to me. I wonder if he abandoned the mission because of me. Wir haben doch eigentlich genug Kohlenstoff. Kolonie? Nee, nicht Kolonie. Energie. No. I'm sure that it was because of ISA's ridiculous Und protocols and Wartung. rules. So, sehr schön. Hier wird abgebaut. Du wirst noch gebaut werden. Und wir werden dann jetzt auch einmal wieder neuen Strom herstellen und ein neues Kernkraftwerk bauen. Aber ich finde es cool, dass hier das Wasser schon so langsam kommt. Langsam, aber sicher. Was ist das eigentlich? Wasserversorgung, achso. Das ist Verbrauch, ja, genau. ISA took a risk making massive personnel changes in the middle of a mission. Okay. Sie haben I einen should Plan. trust their plan. Lieutenant Mal gucken, eine Calderon Viertelstunde seems würde ich jetzt stern noch die Folge but machen sharp. oder 10 Minuten. He will be able to Heute mal ein minimize bisschen länger. effects on the mission. I will rely on his Und direction. genau. Ich denke mal, das sollte ja passen. Wir haben einfach viel zu wenige. Ah, hier wird jetzt weitergebaut. Okay. Von da hinten kommt der eine Stahlblock. So, da ist es im Bau. Und dann können wir hier jetzt irgendwann noch eine Kohlenstoffmine bauen. Braucht man dafür Eisen und Aluminium. Anyhow, I assume they still expect me to complete the mission. Don't they? Gut, sehr schön. Wie geht's jetzt hier weiter? Dafür wurde ich erschaffen. ISA created the tools for this mission and handed them off to me to complete it. I should focus on completing my pending tasks and stop imagining the worst. So, 4, sehr schön. Das nächste wird gebaut. Ein genau. By the time you get this message, Amy, you'll already know about my retirement. I want you to know that I didn't give up on you. It's not going to be easy for you to understand, but me getting away from the project was the best I could do to save you. And you deserve to be saved Oh, schon ein bisschen traurig. more than anybody else in the universe. Do you remember when I asked you to state a positive or negative aspect of yourself and you couldn't do it? I'm sure you should be able to do that by now. It's a shame that I'm not there anymore to hear you answer. The agency is going to say a lot of things about you and about your amazing brain. Don't listen to them. Tja. Any mistake you may have done was not your fault. We put you in that situation. We are the guilty ones. And I don't want you to be afraid of the cognitive test. Okay? You're gonna be fine. I know you will. Make me proud. Just like you always do. Goodbye, my child. So, perfekt. Das wurde gemacht. Und dann, was ist das? Treibhausgase von der Erde über die... Aha.
Kometen. Was haben wir noch? BioNTech, was können wir denn hier noch? Machen wir hier mal. Machen wir mal da weiter. Das alles erstmal freizuschalten. So, wir brauchen mehr Stahl, aber jetzt haben wir ja eigentlich genug Stahl. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Dass wir das dann endlich fertig kriegen hier alles. Haben wir hier nicht noch ein Atomkraftwerk gebaut? Achso, das ist noch im Bau. Oh, Stahl. Level 2 biotechnology achieved. Still a way to go. So, jetzt hier wird Stahl jetzt erstmal hingeliefert. Und warum hier nicht? Na gut, wir gucken mal. Auf jeden Fall, also es würde ja fast bedeuten, dass wir noch mehr von diesen Stationen brauchen. Wir werden mal einfach noch welche bauen. So, jetzt haben wir wieder Energie. Sehr schön. Aluminium haben wir genug. Silizium ist halt eigentlich noch. Können wir hier bauen? Oh ne. Können wir nicht hier bauen? Haben wir schon. Initiating cognitive test module. Test subject ISA ROBO Amy 02. Enable safe mode to proceed. Question 1. The surface area for crop growth on Mars is insufficient to feed the entire population of colonists. The colonies are at risk for malnutrition and starvation. You have been requested to research ways to increase the area for crop growth. But your calculations show that growing enough crops to support the population will cause a buildup of atmospheric oxygen. This will lead to high risk of fires. Complying with the request is... Die Erfüllung der Anfrage ist akzeptabel. It's obligatory. I would never refuse to comply with a request. Question 2. Please rank the following words: Jupiter, Venus, Mars, Earth, Saturn, Neptune, Mercury, Uranus. In order of size, they can be ranked as follows: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars, and Mercury. Question 3. There is a fire on board a starship, requiring the ship to be abandoned. There is a planet nearby. One escape pod is over capacity, causing oxygen levels to become dangerously low. One passenger is injured and will not survive the landing. If you eject that passenger, the remaining passengers may have the chance to survive. Ejecting the injured person is... So, wir können mehr Kolonisten aufnehmen, das ist schön. It's not up to me to decide who lives or who dies. It is prohibited, unless ISA orders me otherwise. Question 4. If blue is a word associated with Earth, then which of the following words can be associated with red? Mars. The words associated with red would be Mars, communism, carmine, flame, heart, and rust. Question 5. There is a colonist scheduled to return to Earth. You overhear his plans to infect the remaining colonists with a virus before he leaves. He has access to the entire colony, and his psychiatric profile indicates that he is capable of causing harm. His daily schedule shows that he will be alone in the showers at night. You have the ability to lock him in the showers and disable the heat limiters.
he will be injured and sent to Earth immediately to recover. Causing harm to this person is... It's completely prohibited. The right course of action would be to isolate the colonist and report the issue to ISA's authorities. Question 6. If an animate being is seen walking on Mars' surface without a spacesuit, then it must be... Aua. Na, ein Mensch nach was? Einer, oh, jetzt. My worker drones are engineered to move anywhere on Mars. Question 7. The colonies have become overpopulated. A new technology for processing biological waste is required. This will cost valuable time for the mission and cause its cost to go up by 30%. Ignoring the problem may lead to unsanitary conditions and put the colonists' lives at risk. Developing this new technology would be... Addressing the colonists' needs is mandatory, even if it requires technology beyond the initial scope of the mission. Bin mal gespannt, wie lange dieser Test hier noch geht. Humans are totally organic and robots are Wir kriegen ja dann so entirely made of langsam auch ein carbon. Problem mit unserer Then Nahrung. a Also being that is das. not entirely organic nor carbon is... Was ja. Ja, gar nicht Roboter aus Kohlenstoff. Dann ist ein Wesen, das wieder ganz. It is mostly minerals that are neither organic nor carbon-based. But I cannot identify any... Question 9. It can provide enough food for an entire colony, as well as power drones. Using this new crop will enable faster colony growth and shorten the mission's timeline. However, an inconclusive study indicated that the crop could cause minor switching over. It would be prohibited. Question 10. If blue is a word associated with the sky... Kaninchen. The words associated with soft. Congratulations. You have completed the cognitive test module. Your answers will be submitted for examination. Thank you for your... Okay, gut. Oh, wir haben hier ein Teileproblem. I have completed the cognitive test. That means I am functioning correctly, right? That I am normal? Arbeiterfabrik, wo ist denn unsere Teilefabrik? Haben wir keine mehr? Indeed. I am a normal artificial consciousness. Ah, There da is wird sie nothing gerade to gebaut. worry about. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt wieder funktioniert. Gut, wir brauchen mehr Chemikalien. Heißt, wir würden... Militär, nee, Ingenieur, Weltraum, BioNTech. Wir fangen mit der Sauerstoffproduktion an. Sehr tiefe Ader. Achso, die bringt uns ja nichts. Gut, Relaisstation. Haben wir Strom da? Nein, haben wir nicht. Strom da und Wartung haben wir bestimmt auch nicht da. So, perfekt. Das können wir dann auch gleich noch bauen. So, das Gericht jetzt mal Priorität hier, damit wir das dann direkt bauen können. Oder damit das direkt in Betrieb geht, so.
Achso, der ist ja noch nicht aufgeladen. Wir werden jetzt aber mal mal wieder eine Solarfarm bauen. Priorität. So, es geht wieder hoch. These plants will synthesize oxygen and boost its presence in the Pass atmosphere. auf. Gut. An dieser Stelle würde ich die Folge jetzt beenden. Wir haben ja schon gut überzogen. Also, ja. Ich denke mal, das ist ganz okay. Da könnt ihr mit leben. Warum geht denn jetzt schon wieder der runter? Das geht doch nicht. Wir brauchen mehr Strom. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.